So, wir haben ja unsere Sendung bereits begonnen mit der aktuellen Situation in Frankreich und wir wollen noch einmal daraufhin zurückkommen, denn es gibt neue Informationen, denn kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ist es zu einer Reihe von Angriffen auf das Schnellzugnetz in Frankreich gekommen. Der Betreiber der TGV Hochgeschwindigkeitszüge SNCF teilte mit, es habe massive Attacken zur Lahmlegung des Netzes gegeben. Der Schnellzugverkehr auf der Atlantik, der Nord- und Ostachse sei derzeit stark beeinträchtigt. Und auch auf der Route zum Stade de France in Paris, einem der Austragungsorte der Spiele, geht derzeit nichts. Frankreichs Verkehrsminister spricht von böswilligen, koordinierten Handlungen. Die Behebung wird mindestens das ganze Wochenende über andauern. Und für uns in Paris ist Christian Weilfuß. Christian, was hast du für weitergehende Informationen? Das ist ja ein schwerer Schlag für das TGV-Netz in Frankreich. Ja, Paris wacht im Grunde gerade auf zu diesen Informationen. Ich hatte heute Morgen früh schon das Frühstücksfernsehen hier an. Da ging es nur um Olympia und wie schön alles wird. Und die Moderatoren freuten sich, dass es jetzt endlich losgeht. Diese Stimmungslage ändert sich natürlich gerade. Auch die Sportministerin hat sich geäußert. Sie ist dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, das ist ein Angriff auf die Olympischen Spiele, das ist ein Angriff auf Frankreich. Möglicherweise ist Deeskalation jetzt aber eher das Zeichen der Zeit. Aber vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande, wenn wir ein bisschen spekulieren, wer dahinter stecken könnte. Nun könnte es sein, Olympiagegner, die gibt es immer und überall. Das wissen wir aus der Geschichte der Spiele. Auch in anderen Ländern hat es das immer gegeben, meist im Vorfeld der Spiele, nicht direkt an einem Eröffnungstag. Vor 2 Tagen ist hier ein russischer Spion festgenommen worden in Frankreich. Ein Koch, ich glaube so Anfang 40 Jahre alt, der nicht in Verdacht stand, direkt Anschläge geplant zu haben, bei denen man aber Unterlagen gefunden hat, dass er mit hochrangigen Geheimdienstakteuren in Moskau zusammenarbeitet und dass er hier versucht hat, ein Netzwerk zu gestalten, das Störungen, in welcher Form auch immer, in Frankreich einleiten sollte. Ob das aber nun mit diesem Vorfall heute zusammenhängt, das können wir natürlich nicht sagen. Aber ich kann noch etwas sagen. Ich stehe hier am Sacré-Cœur. Hinter mir ist dieser berühmte Blick über die Stadt. Vor mir ist diese berühmte Kirche und dort steht heute Morgen Militär in Kampfkleidung und schwer bewaffnet, für meinen Geschmack jedenfalls schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen vor der Brust. Die standen hier die letzten Tage nicht, als wir hier waren. Also was wir festhalten können, ist, es ist eine Situation entstanden, auf die Paris nicht gehofft hat. Es ist etwas entstanden, worauf Paris jetzt reagieren muss. Und es besteht die Hoffnung, dass es ruhig bleibt, aber das wissen wir noch nicht. Christian, du wirst uns natürlich weiter auf dem Laufenden halten und die Live-Bilder, die wir sehen, sind aus Paris vom Gare du Nord, ja auch ein zentraler Bahnhof für die TGV-Verbindungen, vor allem in den Norden Frankreichs und auch für die Atlantikroute. Wir sehen dort also im Moment steht auch alles still. Der Regionalverkehr, er läuft zwar, ist natürlich auch betroffen davon, aber Frankreich ist jetzt natürlich auf Spurensuche, wie es zu diesen massiven Beeinträchtigungen, Anschlägen auf die Infrastruktur des Hochgeschwindigkeitsnetzes TGV kommen konnte. Christian, danke erstmal für diese aktuellen Informationen und bis später.